Kennst du dieses Gefühl, wenn draußen der kalte Wind pfeift und du drinnen nicht nur die Kälte, sondern eine ganz tiefe alte Sehnsucht spürst? Wir stehen an einer ganz besonderen Schwelle. Es ist der erste Vollmond des Jahres 2026 und er fällt mitten in die magische Zeit der Rauhnächte. Alte Legenden besagen, dass wenn der Vollmond die Rauhnächte erhält, Odin mit seiner wilden Jagd nicht allein zieht, sondern von den Wolfskriegern begleitet wird. Das ist eine Energie, die tief in unsere Instinkte greift. Doch astrologisch stehen wir im sanften, wässrigen Zeichen Krebs. Das klingt widersprüchlich, oder? Wildheit und Zärtlichkeit zugleich. Heute schauen wir uns an, warum genau diese Mischung wie ein großes Reinemachen in deinem inneren Bahnhofsgebäude wirkt, bevor der Zug des neuen Jahres wirklich Fahrt aufnimmt. Wir sprechen darüber, wie du diese intensiven Gefühle nutzt, um emotionalen Ballast abzuwerfen und wie du dich, trotz Sturm im Außen, vollkommen geborgen fühlen kannst. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Heute blicken wir auf den Vollmond im Sternzeichen Krebs. Wenn der Mond der Sonne gegenübersteht, beleuchtet er unseren tiefsten Innenwelten. Gerade jetzt zum Start des Jahres 2026 ist es eine Einladung, die Balance zwischen unserem Funktionieren im Außen und unserem Fühlen im Innen ganz neu zu justieren. Übrigens, falls du diese Folge gerade als reine Audioversion hörst und vielleicht neugierig auf die Folien oder die visuellen Beispiele bist, die ich erwähne, oder falls du gerade das Video auf YouTube schaust und es später unterwegs bequem noch einmal als Podcast hören möchtest, du findest Soul Nature Stars, der Podcast, natürlich sowohl als Videopodcast hier auf YouTube als auch als Audiopodcast auf Spotify, Apple Podcasts und den meisten anderen gängigen Plattformen. Such einfach nach Soul Nature Stars, der Podcast, und wähle das Format, das gerade am besten für dich passt. Die Links findest du in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Lass uns tief in die Analyse einsteigen und schauen, was dieser Vollmond energetisch für uns bereithält. Er findet auf 13 Grad im Krebs statt, und zwar im 4. Haus. Das ist astrologisch der Bereich unserer seelischen Wurzeln, unserer Familie und unseres inneren Zuhauses. Wenn du im Sternzeichen Krebs, Steinbock, Widder oder Waage geboren bist oder wenn du wichtige Planeten um die 13 Grad in diesen Zeichen hast, wirst du diese Schwingung besonders intensiv wahrnehmen. Es ist für dich eine Einladung, ganz tief in deine Gefühlswelt einzutauchen. Die Zeitqualität ist dabei hochspannend, denn wir befinden uns ja noch im Einflussbereich der Rauhnächte. Wenn der Vollmond hier hineinfällt, erzählt der Mythos davon, dass Odin und seine wilde Jagd von den Wolfskriegern begleitet werden. Stell dir das bildlich vor, die wilde, ungezähmte Kraft des Wolfes trifft auf die sanfte, hochemotionale Energie des Krebsmondes. Das ist kein Widerspruch, sondern eine kraftvolle Verbindung. Es bedeutet, dass deine Instinkte jetzt geschärft sind und deine innere Stimme, deine Wolfsnatur, laut und deutlich zu dir spricht. Gleichzeitig haben wir astrologisch einen sehr dynamischen Mix. Der Mond steht in Opposition zur Venus. Das kann dazu führen, dass wir die Welt und unsere Beziehung gerade durch eine sehr sentimentale Brille sehen. Vielleicht fühlst du dich weicher, empfänglicher, aber auch leichter verletzbar in Fragen der Liebe oder des eigenen Geschmacks. Parallel dazu steht der Mond auch in Opposition zu Mars. Hier begegnen sich zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Dein Wunsch nach häuslichem Frieden und Rückzug auf der einen Seite und ein impulsiver Drang nach Handlung und Durchsetzung auf der anderen. Es ist, als würden Herz und Wille kurzzeitig in unterschiedlichen Richtungen ziehen. Das ist völlig menschlich und darf einfach beobachtet werden, ohne dass du sofort darauf reagieren musst. Das Schöne ist, das Universum schenkt uns gleichzeitig wunderbare Ausgleichsenergien. Der Mond bildet ein harmonisches Trigon zum aufsteigenden Mondknoten. Das ist ein Aspekt, der uns förmlich trägt. Er symbolisiert, dass wir jetzt sehr leicht Zugang zu unserer Bestimmung finden können. Es fällt leichter, die Balance zwischen Geben und Nehmen zu spüren und Begegnungen als bereichernd für unseren Seelenweg wahrzunehmen. Auch die Verbindung zum Aszendenten und Deszendenten unterstützt uns dabei, harmonisch mit unserer Umwelt zu schwingen. Da der Vollmond zudem direkt bei Jupiter steht, wirkt alles etwas größer als sonst. Jupiter ist der Planet der Fülle und der Expansion. Er dehnt die Gefühle aus, die Freude am Miteinander, die Großzügigkeit, aber vielleicht auch den emotionalen Hunger. Kommen wir zurück zu unserem Bild für den Jahresstart. Stell dir dein Leben wie einen großen Bahnhof vor. Der Zug für 2026 steht bereit, aber bevor die neuen Gäste und Erlebnisse einsteigen, nutzen wir diesen Vollmond im Krebs für eine liebevolle Grundreinigung der Bahnhofshalle. Wir kehren den Staub der Vergangenheit aus,
sorgen für Wärme und richten es uns im Wartebereich so richtig gemütlich ein. Wir machen unser inneres Haus bereit, damit wir uns auf der kommenden Reise sicher und geborgen fühlen, ganz egal, wohin der Zug uns in diesem Jahr führen wird. Wie können wir diese intensive Zeit nun für uns nutzen? Zunächst einmal erlaube dir den Rückzug. Wenn du merkst, dass du launisch wirst oder die Reize im Außen zu viel sind, dann ist das völlig okay. Der Krebs zieht sich in seinen Panzer zurück, um weich zu bleiben. Nutze diese Energie kreativ. Da Gefühl und Wille gerade etwas gegeneinander arbeiten, brauchst du ein Ventil. Es kann Malen sein, Tanzen oder einfach ein langer Spaziergang in der Natur, um den Kopf frei zu bekommen. Da der Krebs astrologisch dem Magen zugeordnet wird, koche dir etwas, das dich wirklich von innen wärmt. Seelennahrung ist jetzt wichtiger als Kalorien zählen. Um herauszufinden, was in deinem inneren Bahnhof noch ausgekehrt werden muss, lade ich dich ein, über folgende Impulse nachzudenken. Spür einmal in dich hinein. Gibt es Bereiche, in denen deine Gefühle nicht frei fließen können, wo du vielleicht Mauern hochgezogen hast? Wie steht es um deine Fähigkeit, Hingabe zuzulassen und Geborgenheit nicht nur zu suchen, sondern sie in dir selbst zu erschaffen? Frage dich auch ganz ehrlich, ob du vielleicht einem alten Familienideal hinterherjagst, das gar nicht deinem Wesen entspricht, und ob du dich zu sehr und oft nach Normen richtest, statt deiner eigenen inneren Stimme zu vertrauen. Und schließlich, gelingt es dir, deine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit zu zeigen, oder erwartest du, dass andere sie erraten? Kommen wir nun zum Vollmondritual, um diese Energien bewusst zu integrieren. Nimm dir dafür wirklich Zeit, mindestens 20 Minuten ungestört. Wir nutzen das Element Wasser, das dem Krebs zugeordnet ist, und verbinden es mit der reinigenden Kraft der Rauhnächte. Bereite dir ein warmes Bad vor oder, wenn du keine Wanne hast, ein ausführliches Fußbad. Gib hochwertiges Badesalz hinzu. Salz wird traditionell eine reinigende Eigenschaft nachgesagt. Während du im Wasser bist, visualisiere den Bahnhof deines Lebens. Stell dir vor, wie das warme Wasser alles von dir abspült, was wie alter Staub in den Ecken liegt. Überholte Familien- und Denkmuster, fremde Erwartungen oder ungewollte Erfahrungen. Sieh vor deinem inneren Auge, wie diese Dinge ins Wasser abfließen. Um diese Vollmondatmosphäre zu unterstützen, kannst du mit ätherischen Ölen arbeiten. Jasmin oder Kamille gelten in der Aromakunde als Düfte, die Geborgenheit symbolisieren und die Seele sanft einhüllen. Wenn du magst, räuchere dazu Beifuß. Beifuß ist die klassische Pflanze der Übergänge und wird oft verwendet, um Altes loszulassen und den Raum für Neues zu klären. Nimm zum Abschluss, wenn du hast, einen Mondstein in die Hand. Er gilt als Stein der Intuition. Halte ihn fest und setze ganz bewusst die Intention, dass dein inneres Zuhause nun geklärt und bereit ist für alles, was das Jahr 2026 bringen mag. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann ist dieser erste Vollmond 2026 mit seiner Verbindung zu den Rauhnächten und der Wolfsenergie eine kraftvolle Aufforderung zur Innenkehr. Wir reinigen unseren inneren Bahnhof, sorgen für Wärme und Geborgenheit und lassen die alten Geschichten los, die uns nicht mehr dienen. Es ist die Zeit, um bei dir selbst anzukommen, bevor du im Außen wieder wirksam wirst. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir die Energien des Krebsvollmonds erkundet hast. In den Shownotes findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die ich in dieser Folge erwähnt habe. Abonniere diesen Podcast, aktiviere die Glocke und teile ihn mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie hast du die aktuelle Stimmung wahrgenommen? Welche Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.